Ist das ein Rennrad? Ja. Ich frage mal lieber zweimal, weil die Rahmenformen so oder so ähnlich. Da würde ich jetzt zu jedem sagen, es ist ein Rennrad, aber da gibt es Riesenunterschiede. Es gibt Gravelbikes, habe ich jetzt gelernt. Es gibt Rennräder und es gibt was noch? Querfeldein. Querfeldein. Genau. So, das ist jetzt ein richtiges Rennrad. Ich glaube, erkennen kann man es am ehesten an der Reifenbreite. Ja, oder vor allen Dingen am Profil. Ne? Also Rennradreifen, glattes Reifenprofil. Kompromisslos, warum? Weil einfach halt zu 100% Straße. Klar, der eine oder andere wird damit auch mal einen Waldweg fahren, aber dass du da eine Panne bekommst, die Chance steht relativ gut. Deswegen muss man hier natürlich ganz klar sagen, Rennrad zu 100% Straßenrad und natürlich halt auch das schnellste Rad, was es im Zweiradbereich halt wirklich gibt. Ist das nicht davon abhängig, wie schnell ich trete? Wie schnell ist es? Na ja gut, aber das, was du reintrittst und was es dann nach vorne bringt, das ist natürlich dann der entscheidende Punkt. Warum? Ja, weil zum einen die Übersetzung eine andere ist, das Gewicht ein ganz anderes ist. Wir haben jetzt hier ein Gesamtgewicht von 8,7 Kilo. Siehst du mal, ich bin super vorbereitet mit den neuen Preisschildern. Ja, du hast jetzt draufgeschrieben, weil wir haben jedes Mal den Leuten, zwischen 8 und 12 Kilo wiegt's und das langt den Leuten nicht. Also das ohne Pedale, glaube ich, oder? Ohne Pedale, genau. Also hier sind nur Probefahrtpedale mit drauf. Das Attain ist jetzt eins der Räder, in dem Falle hier das SLX, super starkes Rad, komplette 105er Schaltgruppe mit verbaut. Ausnahme Kurbel jetzt zum Beispiel, aber dann halt auch die i2. Die i2 105er ist ja komplett neu in diesem Jahr. Bedeutet also die i2 elektrisch? Elektrisch, genau. Hast du recht. Und demnach zur Dura-Ace und zur Ultegra ist jetzt folglich natürlich halt auch die 105er als die i2-Gruppe gekommen. Und für meine Zwecke muss ich halt einfach sagen, elektronische Schaltung ist halt einfach geil, weil funktioniert tadellos, es ist genau vorgegeben, ein Tab, also sprich mit Tab meine ich eine Bedienung des Schalthebels, ist dann quasi halt auch ein Weg. Ne? Und das ist 100%ig präzise. Das heißt, da ist ein Servo drin, der exakt die Strecke zurücklegt, die einprogrammiert ist. Nicht mehr, nicht weniger, sodass so. Ich meine, man kennt das, man hat eine Schaltung, das wird wahrscheinlich beim Rennrad genauso sein. Die lenkt sich nach einer Zeit oder verändert sich ein bisschen. Hier verändert sich gar nichts. Nee, also hier verändert sich gar nichts. Es sei denn, du hast Außeneinwirkungen wie zum Beispiel Schaltauge verbogen oder ähnliches, dann funktioniert es natürlich auch nicht mehr so präzise. Aber in dem Falle hier ist es genau vorgegeben, genau in Millimetern oder Zehnteln, wie weit das Schaltwerk rutschen soll oder der Umwerfer. Und wenn das exakt eingestellt ist, funktioniert das 1A. So, das heißt, ein Kabel ist noch dran, aber das Kabel hat eigentlich nur die Funktion, elektrische Signale zu übertragen, die eben sagen, schalte, schalte nicht. Genau, also ganz anders zur SRAM. Ne? Hier ist wirklich noch ein Kabel notwendig. Ich finde es selber ein bisschen schade, dass es so ist, dass man es nicht zu 100% funkgesteuert per Bluetooth oder ähnlichem hinbekommt, wie das bei SRAM der Fall ist. Aber es ist ja wirklich nur minimal. Man sieht es wirklich nur hinten am Schaltwerk rauskommen. Alles andere ist ja nicht ersichtlich. Scheibenbremsen. Wann kam eigentlich der Moment, dass Scheibenbremsen überwogen haben bei neueren Rennrädern? Ja, beim Rennrad war es ja so gewesen, man hatte ja auch hier das Thema im sportlichen Sektor verwendet. Dann hatte sich ja ein Profi halt diesbezüglich auch mal verletzt. Dann hat die UCI es dann verboten, Scheibenbremsen. Mittlerweile ist man aber natürlich ganz klar auf dem Punkt, dass die Scheibenbremse einfach die beste Bremse ist. Sie liegt zum einen nicht im Schmutzstrom, was ein großer Vorteil ist. Die Bremsleistung ist eigentlich immer gleich, egal ob nass oder trocken Bremsverhalten. Und des Weiteren ist es natürlich das Gewicht, was ein bisschen höher ist im Vergleich zu einer klassischen Rennradfelgenbremse. Aber da würde ich halt auch ganz klar sagen, Sicherheit geht dann wirklich vor Gewichtsreduzierung. Gerade lange Abfahrten oder ähnliches, so wie du es wirklich im Profisport siehst, wie schnell die dann halt auch sind. Und wenn man dann halt davon ausgeht, eine Carbonfelge in der Kombination mit einem Bremsbelag, ja. Die Felgen halten auch ewig. Also ich weiß bei mir, ich hatte so eine Verschleißanzeige bei mir in der Felge. Irgendwann war die fällig. Hast du wahrscheinlich noch nie erlebt. Ich war damals sehr sportlich als Kind.
Nee, ich habe mir echt eine Felge kaputt gebremst. Es gab doch gar keine Verschleißerkennung. Nein, da gab es aber kaputte Felgen. Ja, sicher. Ich hab definitiv, also es gab ja früher nur Backenbremsen. Und irgendwann ist die Felge auch mal durch. Ja, definitiv. Irgendwann kam man dann mal zu dem Punkt, dass man das halt wirklich wie beim Autoreifen anzeigt, wann sie verschlissen ist. Weil viele, das war auch damals bei unseren Kunden, fahren. Dann bildet sich so ein leichter Riss und irgendwann macht's Peng. Und dann machst du den Überschlag mit deinem Fahrrad. Also das ist schon eine gute Geschichte. Jetzt natürlich heute komplett hinfällig geworden, aufgrund dessen, dass die meisten Räder einfach Scheibenbremsen haben. Auch vor allen Dingen in dem Sektor Rennrad. Ja, du hast den Fingertest vorgeschlagen, fand ich gut. Da habe ich gesagt, okay, machen wir. Jetzt deine Revanche zum Alter, ne? Mit dem Verschleiß. Doch, kein Problem. Das ist dann quasi nochmal 800 Gramm schwerer wie das andere eben. So, das sind 2 Finger. Mach mal einen Finger. Aber es ist wirklich du kannst das Rad mit einem Finger heben. Ja. Das sind so 8 Kilo und das machst halt eben mit so einem 20 Kilo Mountainbike eben nicht. Ist 8 Kilo, da gibt es da so Exzesse. Was ist im Moment das leichteste Rennrad? Weißt du zufällig? 5 Kilo? Du kannst auch unter 5 Kilo gehen, aber du musst dann immer noch mal überlegen, im Verhältnis gesehen, wie teuer wird es dann halt auch? Das ist mal der eine Punkt. Und zum anderen, wie ist es wirklich einsetzbar? Ne? Das heißt, du musst auch dann, was das Systemgewicht angeht, wahrscheinlich nach unten gehen. Dann darf der Fahrer vielleicht noch 60 Kilo, 70 Kilo wiegen. Jetzt haben wir ja viele Anfänger. Die Laufradgröße, ist die genormt? Ist es, was ist das beim Rennrad immer? 28 Zoll. Immer? Ja, immer. So. Und du hast auch weniger Speichen, oder bilde ich mir es nur ein? Ja, meistens sprichst du dann von Systemlaufrädern. Ein System bedeutet, also das klassisch eingespeichte Laufrad hat ja 32 oder 36 Loch, ne? Dreifach gekreuzt meistens. Und hier gehst du oft dazu über, dass Hersteller eigene Narbenkörper haben. Hier ist es zum Beispiel so, dass die Speichen alle gerade sind. Das nennt sich dann Straight Pull. Bedeutet, der Kopf ist wie ein T. Den fädelst du, ich rutsche mal ein Stück. Ja. Den fädelst du dann hier ein, ne? Und dann geht die dementsprechend zu ihrem Punkt. Hier ist es auch so, wir haben eine Zweifachkreuzung. Hier ist die erste Kreuzung, hier ist die zweite Kreuzung. Die Speichen stehen auch auseinander, also sie haben keinen Kontaktpunkt. Und je nachdem, wie du das anordnest, also über den Flansch, sprich das hier ist der Flansch von der Narbe, kannst du halt unterschiedliche Systeme fahren. Und das kommt immer auf den Hersteller drauf an. Also ob Mavic, Fulcrum oder ähnliches. Hier haben wir Newman-Laufrad mit drin. Ist das Alu, oder? Das ist Aluminium, ja. Komplett bei dem. Ist das mit dem Schlauch versehen? Ja, wir haben... Also eigentlich muss man mal sagen, dass alle unsere Räder, egal welche Preislage, mit Schläuchen ausgestattet sind. Es gibt im oberen Segment durchaus Möglichkeiten. Bei Scott haben wir das, dass ein Tubeless-Kit schon mit dabei ist. Das heißt, die Ventile sind mit dabei, die Milch ist mit dabei. Das wird aber nie ab Werk montiert, weil wenn das Rad ein halbes Jahr irgendwo steht, kannst du die Milch wegkippen. Also es wird dann eingefüllt, wenn es gebraucht wird? Dann eingefüllt, wenn es gebraucht wird, ja. Das ist ein bisschen pflegeintensiver, das darf man bei einer Milch nie vergessen. Hast du ein Rad, was ein Jahr im Keller steht, kannst du davon ausgehen, dass die Milch sich unten gesammelt hat und vertrocknet ist. Das ist mal eine blöde Frage. Kann ich auf ein Rennrad eine Gravel-Bereifung nachrüsten? Nein, weil einfach zu wenig Platz ist. Ne? Du siehst das auch hier. Guck mal, wie viel Platz hier in der Gabel ist. Und jetzt kannst du gerne noch mal hinten bei dem New Road anschauen, wo wir eben gefilmt haben. Da ist der Abstand deutlich größer. Also die Dimension der Gabel ist das eine. Ja gut, da ist auch noch ein Schutzblech, passt durch. Ja. Genau. Okay, viel mehr Platz. Also, die Qual der Wahl. Gibt es noch Rennradfahrer? Ist das noch ein Mega-Hobby? Es ist immer noch ein Randprodukt, ganz klar. Aber die Möglichkeiten, wenn man auch bei den Herstellern sieht, was dort an Entwicklung stattfindet. Letztes Jahr beispielsweise mit dem neuen Scott Foil oder das Trek bringt das neue Madone. Da gibt es schon noch eine starke Gruppe, die Rennräder nutzt. Global vor allen Dingen halt auch gesprochen. Und es ist immer noch ein Sportgerät, also Thema Tour de France oder ähnliches, auch wenn es nicht jeder fährt, weil es einfach das sportlichste Zweirad ist, was wir haben. In Frankreich ist es noch mal ein bisschen anders. Da hängt es vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, Tour de France, die Verbundenheit. Da fährt jeder Franzose dann halt auch Rennrad, selbst Brötchen holen. Bei uns fährt er eher Mountainbike. Ne? Jetzt der Rahmen
Der Rahmen ist aus Carbon oder aus Alu? Ja, okay. Wir haben einen Carbonrahmen. Also auch hier muss man sagen, beim Attain eine etwas komfortablere Sitzposition. Man sieht das hier auch an dem relativ langen Steuerrohr. Ne? Also bei jedem sportlichen Rennrad wäre das hier deutlich kürzer. Hier aber sehr, sehr lang. Dadurch kommt das ganze Cockpit natürlich halt auch weit nach oben. Das muss ich nicht so bücken. Über die Spacer, genau, kann man das natürlich auch variieren. Ja, und du musst halt auch immer so sehen, die schon Jahrzehnte Rennrad fahren. Und die Räder aus den 80er, 90er Jahren sind ja kompromisslos sportlich. Da gab es keine Komfortgeometrie. Es war einfach sportlich. Und für die ist das eine Wohltat, heute auch ein modernes, neues Rad fahren zu können. Immer noch als Rennrad, aber dem Zeitgeist ein bisschen mehr angepasst. Ich habe mal so Lenker gesehen, da kann man sich so drauflegen. Kann man die nachrüsten oder wie läuft das? Aber das ist ja nochmal spezieller. Das wäre dann wirklich also Marathon. ein Aufsatz, den du drauf machen kannst. Das gab es früher mal ein bisschen mehr, aber heute mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, ist es auch ein bisschen affig. Also Zeitfahrrad oder ähnliches steht außer Frage. Das ist die Form, die man genau. Aber wenn du jetzt hier ein Rennrad hast und machst da ein Rennlenker drauf, also beziehungsweise kein Rennlenker, sondern einen Aufsatz für sich draufzulegen, kann man machen. Muss man nicht. Muss man nicht. Dann kaufst du lieber gleich ein Zeitfahrrad. Ein was? Ein Zeitfahrrad? Ja. Wenn Okay. du so auf Aerodynamik aus. Du, ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was dann musst du konsequent darauf was ein ausgehen. Fahrrad auf Zeit ist. Gut, da geht es ganz klar um Aerodynamik. Ne? Auch da siehst du verschiedene. Was ist das, ein Zeitfahrrad? Ich weiß gar nicht, was es ist. Also ein Rennrad, Ja. aber grundlegend sehr aerodynamisch ausgelegt. Nicht auf das leichteste Gewicht. Das heißt also, es gibt keine direkten Angriffspunkte für den Wind. Natürlich hast du einen gewissen Windwiderstand, aber es wird alles dafür getan, damit du so wenig wie möglich Windwiderstand hast Und das heißt und auch Zeitfahrrad. keine Verwirbelung hinten hast. Zeitfahrrad. Halt. Genau. Also Ja. damit man auf Zeit so schnell wie möglich. Richtig. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Also ein schöner Allrounder und du sagst, für die Kohle, für 2.499 € kriege ich eine elektronische Schaltung, Carbonrahmen, tolle Ausstattung von einem der besten Hersteller der Welt in dem Preis-Leistungssegment, muss man schon sagen. Und das Ganze gibt es bei WeCycle in St. Wendel. Das gibt es einmal im Laden, da kann man mittlerweile vorbeigehen ohne Termin seit über einem Jahr. Ist so, du kannst dich ja noch an die Zeiten erinnern, Terminvergabe und so weiter. Habt ihr Rennräder gehabt während der Pandemie eigentlich? Ja gut, während der Pandemie ist immer die Frage, was hast du gehabt, was nicht. Also das sah ja deutlich nach weniger aus. Wenn wir die Bilder nochmal anschauen, müssen wir selber immer schmunzeln. Laden leer. Laden leer etc. Aber mittlerweile hat sich die Situation doch wieder entspannt. Nichtsdestotrotz, wir hatten es eben in dem New Road Video schon gesagt gehabt, wer New Road haben will, muss sich schnell entscheiden, sonst wird es auch da kritisch, weil einfach die Mengen nicht da sind. Also, ist da. Dreh ich mal bitte um. Vorbereitend für die Abmoderation wecycle.de, 2 Ladenlokale Riegelsberg und St. Wendel. Die Öffnungszeiten bitte nochmal drehen. Sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Und 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, wecycle.de. Und noch ein Hinweis, Rennrad, Augenblick, Gravel nochmal. oder auch Crosser sind immer nur in St. Wendel. Also die Rennrad, Gravel und Crosser nur in St. Wendel. Bitte fahrt nicht nach Riegelsberg. Genau. Tschö. Ciao.